Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten, willkommen! Bevor wir starten, welchen konkreten Nutzen liefert dieses Video über Omega-3? Erstens reiner Anti-Aging-Fokus, zweitens nur Humandaten an gesunden Zellen als Anti-Aging-Beleg, drittens Aufklärung und Verbraucherschutz statt Werbe- und Verkaufslogik und viertens präzise Einordnung der Effektstärke. Da Omega-3 als Basisnährstoff gilt, habe ich bislang bewusst auf ein Analysevideo im Anti-Aging-Kontext verzichtet, das klassische Laborwerte und funktionelle Anwendungsbereiche thematisiert. Heute bespreche ich lediglich den wohl spannendsten und bislang extrem selten untersuchten Messwert der Langlebigkeit: das biologische Alter, berechnet mit Hilfe sogenannter epigenetischer Uhren. Bisher musste ich meine Zuschauer in allen Supplement-Analysen mit der gleichen Antwort vertrösten: Zu Supplement X, Y oder Z existieren keine randomisierten, placebo-kontrollierten Humanstudien zur Abschätzung des biologischen Alters anhand epigenetischer Uhren. Diese Tatsache empfand ich immer als sehr unbefriedigend. Also habe ich diesmal umgekehrt recherchiert, um herauszufinden, für welches Supplement eine solche Untersuchung überhaupt existiert. Und die im Jahr 2026 fast schon überraschende Antwort lautet: Omega-3. Nach einem kurzen Steckbrief klären wir schon die Leitfrage dieser Analyse: Kann Omega-3 das biologische Alter beim Menschen messbar senken? Omega-3 bezeichnet eine Gruppe mehrfach ungesättigter Fettsäuren. Für dieses Video sind vor allem EPA und DHA relevant. Diese beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren stammen typischerweise aus fettreichem Seefisch, Fischöl oder Algenöl. Später mehr dazu. Pflanzliche Quellen wie Rapsöl, Leinöl, Chiasamen oder Walnüsse liefern dagegen vor allem ALA. Das gehört zwar ebenfalls zur Omega-3-Familie, entspricht aber nicht der in der Studie untersuchten Form. Meine akribische Recherche auf allen verfügbaren wissenschaftlichen Datenbanken bis Juni 2026 beschränkt sich durch besagte Forschungslücken auf eine große Auswertung der Do-Health-Studie mit folgenden eingeblendeten Titeln. Ein schweizerisch geführtes, international besetztes Forschungsteam um Altersforscherin Prof. Dr. Heike Büscher-Ferrari untersuchte 2025, ob Omega-3 als Nahrungsergänzung epigenetische Messwerte des biologischen Alterns beeinflussen kann. Zum Autorenteam gehörte übrigens auch Steve Horvath, der wohl prominenteste Entwickler epigenetischer Uhren. Einbezogen wurden 777 ältere Erwachsene aus der Schweiz. Sie stammen aus dem Schweizer Teil der großen europäischen Do-Health-Altersstudie. Die Teilnehmenden waren im Durchschnitt ungefähr 75 Jahre. 59% davon Frauen. Die untersuchte Gruppe war überwiegend gesund und für dieses Alter ziemlich aktiv. 53% erfüllten eine Healthy Ager-Definition. 88% waren körperlich aktiv. Die Omega-3-Einnahme erfolgte über 3 Jahre mit 1 Gramm täglich, bestehend aus 330 Milligramm EPA plus 660 Milligramm DHA aus marinen Algen. Das biologische Alter wurde anhand mehrerer DNA-Methylierungsuhren ausgewertet, darunter PhenoAge, CrimAge, CrimAge2, Danidine Pace sowie die älteren Uhren nach Horvath und Hennam. Unter der Omega-3-Einnahme ergab die Auswertung bei 3 modernen epigenetischen Messverfahren einen Vorteil. PhenoAge und CrimAge2 stuften die Teilnehmenden nach 3 Jahren biologisch etwa 2,9 bis 3,8 Monate jünger ein. Danidine Pace sprach für ein langsameres Alterungstempo. CrimAge sowie die älteren Horvath und Hennam Uhren blieben ohne messbaren Effekt. Das entspricht keiner spektakulären Verjüngung.
ist aber für ein einzelnes Supplement bemerkenswert. Im Anti-Aging-Kontext besitzt dieser Befund Seltenheitswert, weil viele stark beworbene Longevity-Supplements bislang zu epigenetischen Uhren keinerlei Humanforschung vorweisen können. Nichtsdestotrotz bleibt die Aussagekraft begrenzt. Schließlich handelt es sich um ein einzelnes Forschungsresultat und nicht um ein robustes Durchschnittsergebnis aus einer Meta-Analyse. Hinzu kommt, dass die Altersrechner sich nicht einig waren und ausschließlich ältere Erwachsene überprüft wurden, nicht die allgemeine Bevölkerung zwischen 30 und 60 Jahren. Und schon sind wir beim Fazit angelangt. Omega-3 verjüngt demnach tendenziell um Monate, auch wenn diese Erkenntnis, wie erwähnt, noch nicht abschließend gesichert ist. Einige moderne epigenetische Altersrechner stuften die Omega-3-Gruppe nach 3 Jahren biologisch etwa 3 bis 4 Monate jünger ein. Grundlage war die Auswertung sogenannter DNA-Methylierungsmuster. Gemeint sind damit kleine chemische Markierungen an der DNA, deren Muster sich mit dem Alter verändern. Daraus wird berechnet, ob ein Körper biologisch jünger oder älter wirkt als sein Kalenderalter. Für einen Basisnährstoff ist der Befund durchaus beachtlich, weil er genau zur Grundidee von Anti-Aging passt. Der Körper soll biologisch langsamer altern als der Kalender. Kein Wunder also, dass fettreicher Seefisch zu den wertvollen Bausteinen der langlebigkeitsfördernden Mittelmeerdiät gehört. Die Studie prüft zwar Omega-3 aus marinen Algen, aber EPA und DHA stehen auch bei Fisch, Fischöl und Algenöl im Mittelpunkt. Schade ist sicherlich, dass wir trotzdem noch nicht wissen, ob eine längere Einnahme von beispielsweise einem Jahrzehnt den Verjüngungseffekt vergrößert hätte. Zur Verträglichkeit: Omega-3-Präparate gelten in üblichen Dosierungen überwiegend als gut verträglich. Möglich sind fischiger Nachgeschmack, Aufstoßen oder Magen-Darm-Beschwerden. Die Einsortierung in mein ABC-Schema fällt logischerweise in diesem Sondervideo weg, weil ich Omega-3 als Basisnährstoff nicht ganzheitlich untersucht habe, wie alle vorherigen Wirkstoffe. Das dazugehörige Merkblatt für einen möglichen Selbsttest findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Wenn dir diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann unterstütze meine bislang ehrenamtliche Arbeit gerne mit Like und Abo. In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day!